willkommen bei Niki at Home. Schön, dass du da bist. Auf meinem Kanal teile ich mit dir ganz viele günstige Deko-DIYs, leckere, gelingsichere Rezepte, die ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du selbst deinen Garten gestaltest und wie du ihn pflegst und alles, was du zur Partyplanung brauchst, vom Kindergeburtstag bis zur Erwachsenenparty. Heute habe ich ganz viele Ideen für Osterdeko für euch dabei. Ich habe total viele Materialien gekauft, aber auch vieles, was ich schon hier habe. Und so soll es ja auch sein. Ich will euch inspirieren, zu gucken, was habt ihr für Gefäße oder für Deko zu Hause. Dann vielleicht ein paar günstige Blumen dazu zu kaufen und ohne viel Geld wunderbare, schöne Deko für euer Osterfest zu gestalten. Ja, dann legen wir mal los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich dachte, wir fangen an mit einer ganz simplen Deko. Übrigens wundert euch nicht, die Vögel von meiner Tochter stehen diese Woche bei mir unten. Also wenn ihr es zwitschern hört, das sind die Wellensittiche von meiner Tochter. Ja, ich dachte, wir fangen mit einer ganz super simplen Deko an und mit was ihr vielleicht zu Hause habt, einem weißen Suppentopf. Ich habe hier den mit Löwenköpfen gekauft, weil in Bayern isst man ja Weißwurst und das wird dann in heißem Wasser serviert und es hat mir so gut gefallen. Und die Schalen mit diesen Löwenköpfen, die nehme ich immer für Zwiebelsuppe, von daher habe ich die zu Hause. Ich habe auch mal geguckt, ist endlich mal ein deutscher Hersteller und der heißt Walküre und ich habe mal online geguckt, ich kann die auf der Walküre-Seite nicht mehr finden, aber auf eBay Kleinanzeigen gibt es ganz viele Leute, die im Moment Löwenschalen oder Löwenkopfschalen verkaufen. Ich denke, es ist nicht mehr so in. Vielleicht wollt ihr da mal schauen. Oder ihr habt irgendeinen anderen weißen Topf oder eine weiße Schale oder ein weißes Blumengefäß. Das geht auch. Und ich habe ja immer die Mühlenbeckja, die getrockneten, die lagere ich ja immer ein in meinem Keller. Und die tun wir jetzt hier so rein und dann sieht es aus wie ein Nestchen. Das wird noch nicht ganz lang, aber ich hole euch mal ran, dann seht ihr es besser. Wer meine Videos kennt, der weiß, ich liebe getrocknetes Mühlenbeckja. Das ist super, das hält sich ewig lange, das kann man immer wieder verwenden und es ist so vielseitig. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich verlinke es euch unten, aber es kriegt ihr auch bei jeder Gärtnerei. Das legt ihr jetzt einfach rein. Das sieht automatisch gleich aus wie so ein Nestchen. Und die Zweige, die da außen rumstehen, die könnt ihr entweder so einflechten oder einstecken oder einfach ringsherum abschneiden. Und jetzt kommen wir zum Star von unserem Suppentopfnestchen, dem Straußenei. Ich habe das Straußenei schon viele Jahre und dekoriere es immer wieder neu um. Und weil es so schwer war, musste ich ein bisschen Steckschwamm unterlegen. Ihr hättet auch ein Stück Papier zusammenknüllen können und unterlegen. Einfach nur, dass das Nestchen nicht von dem schweren Ei zusammengedrückt wird. Falls ihr noch keine Straußenei habt, ist es auf jeden Fall eine Investition, weil man kann es immer wieder, jedes Mal an Ostern schön dekorieren. Ich will mir jetzt auch mal ein zweites dazu kaufen. Ich habe schon geguckt, sonst sieht man sie immer mal so beim Discounter. Dieses Jahr habe ich noch keine gesehen, aber ich habe welche online gesehen, verlinke ich euch auch unten, falls ihr noch eins sucht. Wir bleiben in den Naturtönen, keine bemalten Eier heute, alles nur Natur. Und diese beiden Eier kommen tatsächlich aus meinem Kühlschrank und sind nicht ausgeblasen. Aber natürlich empfehle ich euch, ausgeblasene zu nehmen, falls ihr welche da habt oder sie schnell auszublasen. Ist auf jeden Fall besser, als frische Eier reinzulegen, weil die sind auch so schwer. Und natürlich wäre es schade um die Eier. Und dann legen wir natürlich ein paar Wachteleier dazu, einfach weil die so süß sind und so eine schöne Maserung haben. Und das sind die vom letzten Jahr, da ist auch eins mit Gold bemalt, das habe ich dann wieder rausgenommen. Ich will ja nur Naturtöne heute machen. Und ja, sucht euch die schönsten raus und dekoriert sie. Und auch das ist was ich immer da habe. Wachteleier in allen möglichen Farben oder naturbelassen. Und es ist auch immer eine schöne, simple Osterdeko. Legt einfach so viele kleine Eierchen rein, wie ihr könnt. Dann sieht es aus wie so ein volles Nestchen. Und als nächstes machen wir noch zum Abschluss ein bisschen besondere Deko mit rein. Wer meine Videos kennt, der kennt auch dieses kleine süße Säckchen. Da sind nämlich alle meine gesammelten Federn drin, plus kleine Weidekätzchen, die ich von den Zweigen abgezupft habe letztes Jahr.
Die Federn mit diesem wunderschön gepunkteten Mustern sind Perlhuhnfedern. Und ich schaue jetzt einfach, welche Größe und welches Muster mich so inspirieren und stecke sie ein. Und dann ist mir aufgefallen, wie schön der Kontrast ist von diesen Federn auf diesem weißen Ei. Also habe ich auf jedes weiße Ei so eine Feder davor gesteckt. Und ich finde, da kommen sie richtig gut zur Geltung. Da braucht ihr auch gar nicht zu viele Federn, einfach hier und da und dann sieht es umso mehr aus wie so ein kleines Nestchen. Zum Schluss gebt ihr einfach noch ein paar Weidekätzchen drauf. Ich finde auch, das ist einfach so, es passt auch farblich und hat so was Weiches, Zartes mit diesen kleinen Härchen dran. Und ich finde, das darf auch nicht fehlen. Und das kann man so gut aufheben. Die halten sich jahrelang so abgezupft frisch und die könnt ihr immer wieder verwenden. Passend dazu machen wir uns jetzt noch ein kleines Nestchen. Das benutze ich auch jedes Jahr wieder für irgendwelche Dekorationen. Und dieses Mal passen wir es natürlich an dem Look von der größeren Schale und machen auch einfach nur die Federchen rein und ein paar Wachteleier. Und dann habe ich gemerkt, es braucht noch so ein bisschen ein größeres Ei. Deshalb habe ich nochmal ein weißes Ei auch da reingelegt und auch da so ein kleines Federchen davor gelegt. Einfach weil es so schön zur Geltung kommt mit diesen weißen Punkten auf diesem weißen Ei. Und das war's schon. Es ist wirklich so super simpel und diese Naturtöne mit diesem Mühlenbeck, mit diesem dunkelbraun und diesem Weiß, das dann so rauspoppt. Super simpel. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Ich hoffe, euch gefällt meine erste Idee. Ich finde, es ist beweist, wie einfach es manchmal ist, Deko zu machen mit Sachen, die man zu Hause hat. Und ich finde auch, diese weißen Eier ist okay. Also es wäre vielleicht besser gegangen mit anderen, schöneren Eiern, größeren Eiern. Aber ich finde, gerade in den Naturfarben mit dem Weiß und den Naturmaterialien kommt es super gut zur Geltung. Und für so eine kleine Ecke zum Dekorieren ist perfekt. Einfach nur 2 Elemente. Könnte man noch was Drittes, ein kleines Häschen dazu setzen oder so, wenn man eins hat. Ich hatte jetzt keins da in Weiß, aber ich glaube, das würde auch schön aussehen und ganz simpel. Ja, und dann kommen wir schon zu unserer zweiten Deko-Idee für Ostern. Für meine zweite Deko-Idee habe ich meine schwarzen Pflanzengefäße genommen. Ihr könntet irgendwelche Töpfe nehmen, Pflanzentöpfe oder Pflanzenschalen oder andere Dekoschalen, durch die man nicht durchschauen kann. Und ich konnte nicht widerstehen. Ihr kennt mich ja mit meinem Schnäppchenjägerart. Diese Hasenköpfe habe ich bei Teddy gesehen und die kosten jeder 5 Euro, sind tatsächlich wirklich aus China. Ich habe gerade noch mal geguckt und meine Tochter hat noch gesagt, was machst du denn mit denen? Sie sehen so komisch aus. Also sie so hinzustellen, wäre irgendwie seltsam. Aber ich dachte sofort an diese schwarzen Töpfe und dass ich die da reinstellen kann. Also es geht gerade so rein, dass ich es so reinstellen kann. Ich stelle, glaube ich, irgendwas unten drunter, dass sie nicht kippeln. Und dann machen wir ein bisschen einen grünen Kranz dazu. Das ist kein echtes Moos. Die hatte ich letztes Jahr schon mal in einem Video benutzt. Das ist so Kunstmoos. Und das sitzt dann da drauf. Und dann schauen wir, wie wir es noch irgendwie mit Zweigen oder ein bisschen Federchen oder sowas dekorieren können. Auch super simpel. Ihr könntet letztendlich jeden Hasen nehmen, den man irgendwo reinstellen kann. Und dann schaut nur der Kopf raus. Das ist auch eine gute Idee. Also ein bisschen größeres Gefäß, dann den Hasen da reinstellen und irgendwas drumherum dekorieren, dass nur der Kopf rausschaut. Das ginge auch. Ja, und dann zeige ich euch mal, wie simpel das ist. Ich habe hier noch so einen Steckschwamm, den nehme ich, glaube ich, weil der passt hier gut rein. Und dann kann ich das so ein bisschen andrücken und es kippelt nicht.
Nee, das geht nicht. Okay, also ich probiere es mal mit einem Stück Zeitung. Das ist so eine sehr feste Pappe von einem Packmaterial. Ja, ich glaube, das geht gut. Ich drehe noch mal, ob es irgendwie ein bisschen besser sitzt. Dann schaue ich auch mal, was ich vorne haben möchte. Ob ich den Löwenkopf vorne haben möchte oder lieber so eine Girlande. Und dann ziehen wir hier diesen kleinen Mooskranz einfach drüber. Ah ja, das ist super. Das stabilisiert die Sache auch noch mal. So. Perfekt. Und jetzt legen wir einfach, jetzt gucke ich mal, ich habe hier von meinem letzte Woche Video noch ein paar Zweige. Ob ich die mit hier reinlege? Ich glaube, das wäre ein schöner Kontrast. Und dann habe ich auch draußen vom Garten mir Zweige geholt, die so ein bisschen vermoost waren. Die sind einfach von unserem Baum runtergefallen und ich habe die vom Rasen abgesammelt. Und da ist so schön Moos dran. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Es gibt auch noch mal so ein bisschen, ja, einfach so einen interessanten Touch. Und dann gucken wir mal, wo uns die Reise so hinführt. Wir beginnen auch dieses Projekt wieder mit dem Mühlenbeckjahr und da mache ich mir nur schnell einen Kranz, indem ich mir so ein bisschen Material nehme, das in so einen Kreis lege und dann das immer mit den Händen so verdrehe, so gegeneinander die Hände verdrehen und dann wird es ruckzuck ein Kranz. Meiner war ein bisschen zu groß, aber es ist auch überhaupt kein Problem. Ihr schiebt es zusammen oder faltet es zusammen und macht dann wieder diese Handbewegung mit diesem Verdrehen und ruckzuck habt ihr so einen kleinen Kranz. Und wenn er fertig ist, dann legt ihr ihn über euren Hasen drüber. Meiner war immer noch ein bisschen zu groß, aber selbst wenn man schon draufgelegt hat, kann man die Teile immer so ineinander schieben und es dann nochmal verdrehen, um ihn noch ein bisschen kleiner zu machen und ihn gut anzupassen. Ich habe ihn dann so ein bisschen flach gedrückt, weil ich wollte ja, dass der Hase gut rausschaut. Und dann habe ich die Reste, die so weit übergestanden haben, ein bisschen abgeschnitten, dass es mehr aussieht wie ein gebundener Kranz. Als nächstes wollte ich Weidekätzchen einstecken oder habe ich auch gemacht. Ich habe sie ein bisschen zurückgeschnitten und seitlich eingesteckt. Aber, und deshalb sage ich es euch und zeige es euch, ich versuche ja immer das Material zu nehmen, was ich da habe. Und Weidekätzchen sind wunderschön und ich liebe die. Und ich dachte auch, der Kontrast von dem Weiß mit dem Schwarz funktioniert gut. Aber als ich es dann da reingesteckt habe, hat es mir überhaupt nicht gefallen. Und dann nehme ich es einfach raus und dann habe ich entschieden, ich arbeite nur mit diesen vermoosten Zweigen. Und da sieht man mal, manchmal ist es echt das Günstigste, was man so im Garten findet oder auch beim Spaziergang. Und das kann man gut verwenden und das ist so besonders gerade von der Natur gemacht. Und dann braucht man gar nichts dazu kaufen. Und so war es in dem Fall. Und ich wollte, dass ihr seht, dass ihr es auch so macht. Lasst euch einfach inspirieren von dem, was ihr gerade findet, was ihr da habt und versucht das irgendwie mit einzubinden. Übrigens habe ich eben noch mal nachgeschaut, das Gelbe oder dieses, was so ein bisschen schimmert oder manchmal auch orange ist, das ist gar kein Moos, sondern es sind Flechten, die an Bäumen und Sträuchern wachsen und dann in so verschiedenen Farben schimmern. Ich dachte, ich korrigiere mich mal schnell, habe ich wieder was dazugelernt und ihr hoffentlich auch oder vielleicht wusstet es ihr auch schon. Die feineren Zweige, die habe ich so ein bisschen länger gelassen und die schauen auch so ein bisschen seitlich raus. Aber bei diesen dickeren Zweigen, die so ein bisschen gelb waren und so wunderschön, die habe ich kürzer geschnitten und dann so ein bisschen in das Mühlenbeckjahr reingesteckt. Einfach, dass es so ein bisschen natürlich aussieht wie ein gebautes Nestchen. Nicht, dass irgendein Vogel so sein Nest bauen würde, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und so macht ihr dann weiter, bis ihr denkt, dass es gut aussieht.
Anschließend könnt ihr einfach noch ein paar Wachteleier dazulegen und noch ein paar Federchen. Ich habe nicht zu viel gemacht bei dem Projekt, weil ich fand, es sah so reizend aus und so natürlich. Ich wollte es nicht künstlich mit Federn da beschmücken. Und so einfach ist es und fertig ist euer Hase im Nest. Und den zweiten Hasen habe ich dann genauso gestaltet. Ich predige ja normalerweise immer über die Dreierregel in der Deko, aber ich habe mal nachgeschaut, was die Gründe sind, warum man immer zwei gleiche Sachen macht. Also ich liebe das ja, zwei gleiche Lampen oder wie hier so zwei gleiche Deko-Elemente. Und was ChatGPT mir gesagt hat, ist, es ist die Symmetrie und die Ausgewogenheit. Also wenn man zwei identische Objekte hat, dann sorgt es einfach für so eine harmonische Optik. Und genau das finde ich auch. Und ich finde, es hat es echt so schön geschrieben. Und deshalb wollte ich es euch mit euch teilen, weil es einfach, ja, das bringt so eine Ruhe rein und verstärkt auch nochmal die Wirkung. Es ist einfach, ja, einfach eine schöne Art zu dekorieren. Wenn dir mein heutiges Video gefällt, freue ich mich, wenn du mir ein Like da lässt. Oder noch besser, teile das Video mit deinen Freundinnen. Oder lass mir ein Abo da, dann wirst du immer informiert, wenn es was Neues gibt. Und ich sage vielen, vielen Dank, weil das hilft meinem Kanal weiter zu wachsen. Ich bin gespannt, wie sie euch gefallen. Ich finde, sie sind richtig schön geworden und sehen richtig edel aus, wie in so einem teuren Gärtner-Deko-Geschäft. Und wir haben sie ganz alleine gemacht und es war auch nicht schwer. Und das meiste war auch noch aus dem Garten oder Material, was ich zu Hause hatte. Von daher hoffe ich, ihr probiert sowas Ähnliches aus und dass euch die Idee inspiriert, eure eigene Hasentopf-Kreation zu machen. Schickt mir gerne wie immer Fotos. E-Mail lasse ich unten in der Infobox. Ja, und dann kommen wir schon zur nächsten Idee. Ja, für meine nächste Idee habe ich 3 Muscari gekauft in Blau. Und ich dachte, mit der silbernen Schale machen wir so ein großes Osternest für meinen Flur. Und ich habe dafür noch Moos. Ich muss mal gucken, wie die Gestaltung dann wird. Und ich habe noch ein bisschen von diesen alten Zweigen, die ich draußen auf dem Rasen gesammelt habe. Und schaut mal hier. Das waren die ich bei dem Tulpengesteck hatte vor ein paar Wochen. Die habe ich bei Norma gekauft, diese Zweige. Da waren noch ein paar andere Sachen dabei. Und die haben ausgetrieben und gewurzelt. Also total schön. Und ich versuche die jetzt mal mit hier in dieses Gesteck reinzumachen. Ja, und dann können wir schon loslegen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe auch immer nur so eine grundsätzliche Idee und nehme mir ein Gefäß, könnte irgendeine andere Schale auch sein. Und dann lasse ich mich leiten und schaue mal, wo die Reise hingeht. Auch diese Schale oder Sektkühler, den kennt ihr schon, wenn ihr meinen Kanal kennt. Den benutze ich ja jetzt öfter, den verlinke ich euch auch unten. Und zum Schutz lege ich den erstmal ein bisschen mit Klarsichtfolie aus. Ich habe gedacht, weil ich ja als nächstes Erde reinfülle, ich hätte auch vorher so ein bisschen Zeitungspapier oder sowas unterlegen können und dann erst die Folie. Also wenn ihr so eine Schale habt, dann macht es vielleicht, dann ist es doppelt geschützt, weil in der Erde sind vielleicht doch manchmal kleine Steinchen oder so. Als nächstes habe ich geschaut, wie tief die Muscari drinne stehen, dass ich weiß, wie viel Erde ich unten reinfüllen muss, weil ich möchte ja, dass die Oberfläche die gleiche Höhe hat wie die Außenkante von der Schale. Ich habe mir einfach ein bisschen Erde genommen von meinem Hochbeet und die ist schön krümelig gewesen und auch nicht zu feucht, perfekt für die Schale. Ihr könnt aber jede Erde nehmen, die ihr zu Hause habt.
Je nachdem, wie groß eure Schale ist, braucht ihr 3 oder mehr Pflanzentöpfchen. Bei mir waren 3 Muscari-Töpfchen ausreichend. Aber ein Tipp noch, ich hätte besser ein paar von den Zwiebeln vorsichtig rausgelöst. Jetzt ist es doch einfacher als später, wenn die Erde dann drin ist, weil für diese eine Ecke vorne war es schön, noch so ein paar einzelne hinzusetzen. Also nehmt vorsichtig einfach ein paar Zwiebelchen raus und die könnt ihr dann ein bisschen weiter vorne platzieren. Jetzt kommen wir aber zu diesen wunderschönen Zweigen und schaut mal, welche großen Wurzeln die gebildet haben bei mir in der Vase. Ich bin gespannt, wie sie sich hier in der Schale halten. An der Stelle auch ein Dankeschön an die Gabi. Die hat mir nämlich geschrieben beim letzten Video, dass diese Zweige von der Lockenweide sind. Ich habe ein bisschen rumprobiert und fand aber dann, dass die Zweige in der Mitte am besten zur Geltung kommen. Und das hat auch meine Muscari ein bisschen nach außen hin gedrückt. Dann war die Schale ein bisschen besser ausgefüllt. Von daher hat es so perfekt gepasst. Dann habe ich alle 3 Zweige in die Mitte gesteckt. Übrigens heißt die Muscari-Sorte, die ich da habe, Big Smile, nur falls ihr sie nachkaufen möchtet. Anschließend müsst ihr nur noch den Rest der Schale mit Erde auffüllen, dass die Wurzeln schön eingepackt sind und auch gut Wasser bekommen, wenn ihr die Schale gießt. Wie vorher schon erwähnt, war das da vorne so ein bisschen leer. Also ich hätte die besser ein bisschen vorher aufgebrochen. Deshalb habe ich jetzt so ein paar von den Zwiebeln mit rausgelöst, vorsichtig, und die dann ein bisschen weiter vorne an dieser kahlen Stelle eingepflanzt. Als dann alles mit Erde gefüllt war und so wie ich mir gedacht habe, dann habe ich die Folie an der Seite so ein bisschen hochgeschlagen und als nächstes mir wieder meine Stücke Moos geholt. Ihr wisst ja, ich heb das immer auf, tue es dann über Nacht auf den Teller und wässere es gut, dass es richtig schön durchgezogen ist und dann ist es wieder bereit für den nächsten Einsatz. Das Moos, das falte ich ja immer so in längliche Stücke und dann ist es einfach ein bisschen höher und sieht wertiger aus, als wenn man so eine Moosscheibe Scheibe drauflegt. So gewinnt es an Höhe und sieht einfach voluminöser aus. Genauso macht ihr das jetzt ringsrum mit der Schale und zum Schluss, wenn ihr alle Seiten bedeckt habt mit Moos, dann könnt ihr innen noch mal schauen, ob da so kleine kahle Stellen sind und ich hatte da auch noch so ein Stück mit Zapfen und das habe ich noch mit reingelegt, dass einfach keine Erde mehr zu sehen ist. Jetzt kommen diese wunderschönen Zweige aus meinem Garten zum Einsatz. Den einen, den habe ich recht lang geschnitten und habe den dann so drüber gelegt, dass er rechts und links rausschaut. Und dann habe ich die dickeren, wunderschönen Zweige da noch mit reingelegt. Und es war witzig, die haben gerade so ineinander gepasst, als wären sie so verdreht gewesen. Es sieht echt total schön aus. Und da habe ich dann 3 Stück noch reingelegt. Die Muscari, die so ein bisschen schon den Kopf hingen, die habe ich dann über das Holz gelegt. Und dann oben drüber habe ich dann Weidekätzchen einfach hingelegt. Ich hatte erst überlegt, ob ich es einstecke, aber das sah nichts aus. Also habe ich so 4 Weidekätzchen schräg drüber gelegt und dann abgerundet mit ein paar Wachteleiern.
Ich habe genau in dem Blau von den Blüten ein Dekoband bei Rossmann gefunden und dachte, das benutze ich irgendwie und habe das dann um die Schale drum gebunden. Und dass es besser hält, habe ich einfach ein kleines Stück Tesa so in einem Kreis gewickelt und es von innen dran geklebt, dass es an dieser Position auch bleibt. Mit doppelseitigem Klebeband würde es natürlich viel besser gehen, aber das war bei mir im Keller und wie ihr wisst, ist mein Knie noch nicht ganz in Ordnung und ich spare mir jede Treppe. Und an der Stelle auch vielen, vielen Dank für all eure Genesungswünsche, die ihr mir jetzt seit Januar geschickt habt. Tut so gut. Vielen, vielen Dank. Ich habe es dann auch nochmal an den Seiten befestigt und hinten einfach zusammengeknotet. Ach, und manchmal vertüddel ich mich ja dann und habe dann noch mal ich wollte eine Schleife machen, aber dachte, Schleife passt irgendwie nicht so. Dann habe ich so da durchgesteckt und so Wellen gemacht, also einfach immer wieder durchgesteckt und so einen Kreis gelegt, sozusagen dreimal. Und so habe ich es dann am Anfang auch aufgenommen und dann dachte ich, nee, also das ist irgendwie, weil die Schale kommt irgendwie so modern rüber, weil die Zweige da so simpel draufgelegt sind und mit diesem Tüttel-Tüttel-Schleife war es mir dann zu viel, die habe ich dann zum Schluss wieder weggemacht. Also schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Tüttel-Tüttel oder lieber schlicht? Ich habe die Schale jetzt noch mal reingeholt, um mich von euch zu verabschieden. Ich glaube, ich mache einen Teil 2 mit den restlichen Pflanzen für ein Teil 2 Osterdeko-Video. Das kommt dann nächste Woche. Ich hoffe, die heutigen Ideen haben euch gefallen und ich konnte euch wie immer inspirieren, was selber zu machen und es auszuprobieren mit eurer Deko oder eine Kleinigkeit dazu zu kaufen. Ich sage auf jeden Fall schon im Voraus danke, danke, danke für all die lieben Kommentare, die ihr mir wieder schreiben werdet. Ich freue mich schon drauf. Es ist echt die beste Belohnung, jeden Morgen nach dem neuen Video eure Kommentare zu lesen. Also vielen, vielen Dank. Und dann sage ich natürlich danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und bis zum nächsten Mal. XOXO, eure Niki.